Herzlich willkommen bei Ginos World. Heute im Fokus PSR SX 920 und das Expansion Pack Voices of Desert. Dieses Video möchte ich mal ganz anders beginnen, und zwar ich habe hier in meiner Hand einen sehr kleinen USB-Stick, der hat sehr viel Speicher, 128 GB, das ist unglaublich viel. Den werde ich wahrscheinlich nie voll bekommen mit Software, die hier in dieses Gerät reinpasst. Wie alle Yamaha-Spieler wissen, auch die Ginos-Spieler, wir haben einen begrenzten Speicher im Gerät. Ich spreche ganz speziell von diesem Voice-Speicher, der Speicher, der die Klangfarben beinhaltet. Ja? Nicht andere Elemente wie Styles, Registrationen, Multipads. Die Multipads können auf Wave-Dateien zugreifen. Wave-Dateien haben sehr viel Speicher. Auch wenn man ein Playback benutzt, sind das bei einem Song, der so 3 Minuten geht, gerne mal über 30 Megabyte. Natürlich kann dieser Songplayer auch hier MP3s verarbeiten. Die sind dann datenreduziert. Und alle anderen Elemente wandern in den User-Speicher des Gerätes. Der ist hier 4 GB groß, aber der kostbare Voice-Speicher, der ist interessant, ja. Und jetzt möchte ich eben, wie gesagt, mal in diesem Video beginnen und möchte mal ganz spontan die Software reinladen, weil es gibt auch ganz andere Umgehensweisen oder Herangehensweisen mit diesem Speicher, denn was man sehr oft hört, ist eben, mein RAM-Speicher ist voll. Was machen die Leute? Die packen alle Packs, die sie benutzen, auch wenn sie in einer Spielsession nur 1 oder 2 Mal eine Software benutzen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt spiele, denke ich mir, ich nehme jetzt meine Classical Organs und spiele da ein bisschen Kirchenorgel. Dann bin ich gerne mal eine halbe Stunde dran und dann habe ich vielleicht noch Zeit, Voices of Desert. Möchte ich ein paar entspannende Stücke spielen, ja, und möchte etwas relaxen, und dafür lade ich dann noch meine Voices of Desert. Die sind im Speicher ja dann schon drin. Okay, habe ich in dieser Spielsession 2 Software Expansion in Benutzung. Dazu kommt ja noch dazu, dass alle Styles, alle Sounds, die an Bord der Maschine sind, ja schon unglaublich viel Musikalisches bieten. Ja, dann habe ich meine MIDI-Files auf einem Stick drauf. Das können 100 oder 150 MIDI-Files sein oder mehr oder Waves oder MP3s. So. Und diese ganz besonderen Dinge, wie zum Beispiel diese Church Organs oder Voices of Desert oder die Sonic Collection oder irgendeine andere Software, sind ja etwas ganz Spezielles. Ja, und jetzt laden wir diese Software mal. Ich stecke diesen Stick ein, der ist sehr klein, der kann auch bei SX ganz speziell, sind ja diese USB-Buchsen auf dem Rücken da hinten drauf, und damit der nicht abbrechen kann, habe ich mir da extra einen kleinen Stick besorgt. So, den legen wir jetzt mal ein. Der Stick wird erkannt, und was wir tun, ich habe hier mir auf meinen Home-Display das Expansion hier hergelegt. Wir können das natürlich auch im Menü finden. Wenn wir zweimal den Menü-Button drücken, haben wir hier Expansion. Ja? Aber um das mal zu zeigen, auf dem Home-Bildschirm, ich gehe hier auf Expansion und sage hier Pack-Installation. Und da gehe ich auf Expansion SX 920. Guck, und da habe ich alles mal so abgespeichert. Es gibt natürlich noch viel mehr Konstellationen, aber einfach mal, um die Ladezeit auszuprobieren. Hier habe ich die Voices of Desert schon in der Version 1.4. Das kommt natürlich für Ginos und Ginos 2 und Ginos 1 natürlich auch demnächst raus. Wir sind auch gerade dran, diese Software zu erweitern, diese Voices of Desert. Hier bei SX jetzt einfach mal die 1.4 Version. Wir gehen da drauf und Achtung, jetzt geht's los. Ich melde mich dann zurück nach dem Laden mit der Ladezeit. So, es geht los.
So, wir sind nach dem Laden wieder zurück und man kann es nicht glauben, die Ladezeit beträgt tatsächlich phänomenale 1 Minute und 4 Sekunden. Ich glaube, das reicht nicht mal aus, um an eine Kaffeemaschine zu gehen und sich einen Kaffee herauszulassen. Das ist eine unglaublich schnelle Zeit. Das heißt, wenn jemand mit Voices of Desert spielen möchte und er hat auch so einen kleinen Stick drin und da hat er sämtliche Expansions drauf und er sagt einfach mal ganz spontan, ich möchte jetzt mit dem Expansion Voices of Desert spielen, hat der tatsächlich eine Ladezeit von 1 Minute. Videos in dieser Art werden weitere rauskommen. Wir werden das testen an Genos 1, an Genos 2 und hier am SX. Ich glaube, die Ladezeit bei Genos 2 ist die schnellste. Und da werden wir das alles mal testen und mal auf eine ganz andere Art und Weise beleuchten, weil aus Erfahrung weiß ich, dass fast alle Spieler sich diesen Expansion-Speicher voll hauen bis zum Rand. Ja? Und dann haben sie keinen Platz mehr und können keine Packs mehr laden. Und das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die man nie so angewendet hat, weil ich weiß, dass aus der Zeit der Emulator und Archive-Sampler, diese Kurzweil Ensoniq, die hatten alle eine ganz andere Vorgehensweise, weil das gar nicht möglich gewesen wäre. Ja? Die mussten also jeden Sound über irgendeine Diskette laden. Auch am Computer gibt es extreme Ladezeiten, wenn man zum Beispiel ein Studioprojekt lädt oder so. Ja? Okay, also mehr dazu gibt's aber in einem anderen Video. Jetzt möchten wir uns mal anschauen, wie wir auf die Software kommen. Ja, wir brauchen nicht suchen. Ja, wenn ich mich an diesem Gerät als Anfänger vielleicht noch gar nicht auskenne, möchte aber diese Software mal ausschöpfen, dann brauche ich überhaupt nichts machen, außer dieser Taster-Playliste. Und der führt mich über diese obere Leiste dann in mein Expansion. Ja, da gehen wir drauf, Expansion, Desert Voices und wir gehen auf Voices of Desert Playliste. So, und jetzt sehen wir hier praktisch diese Eintragungen. Ja, und da sind wir auf der Eintragung 1 drauf und wenn praktisch dieses erste Registration geladen wird, ja, dann kommt hier noch ein kleiner Hinweis, wie man da vorgehen kann, was man tun kann, damit man dieses Stück spielen kann. Auch diese Beispiele kann man sich, die SX-Spieler ganz speziell auch diese Beispiele auf YouTube beziehungsweise über die Webseite von Genos 1 und Genos 2 anschauen. Das sind wirklich exakt die gleichen Beispiele und exakt die gleichen Stücke. Wir gehen ja hier eher so improvisatorisch vor. Wir improvisieren hier irgendwo bei dieser Software. Das sind keine Stücke in dem Sinn, sondern einfach so wie so eine Art meditative Abläufe mit ein paar einfachen Akkorden. Das steht dann auch in dieser Textdatei drin. Ich glaube, ich habe diese Text genau auf C, auf dem Taster C hier sind die drauf. Die sind übrigens dann auch belegt, ja. Und da steht dann drauf, guck mal, da kann man dann mit A-Moll, Tonart A-Moll, wechseln auf E-Moll und D-Moll, ja. Und das heißt A-Moll-Akkord hier. So, guck mal, das geht auch schon gleich so los. Wer die Demos kennt von YouTube, der hat schon diesen Sound dann. Ja, so, ich stoppe das nochmal kurz ab. Das ist das Multipad übrigens, ja. Das stoppt mit dem Multipad und wenn jemand so einen Startvorgang mal abbricht, dann geht der einfach nochmal auf die Registration drauf und die Registration, die startet das praktisch mit und damit wir dieses vorhergehende Demo-Video, das hieß Desert Dreams und es war einfach mal so eine dezente Improvisation, damit jemand in den Genuss dieser Einstellung kommt, ja, gehen wir eben über die erste Registration vor. Ich gehe jetzt mal ganz normal in den Spieltisch rein, ja, oder in dieses Hauptdisplay und starte das nochmal, ja. Guck, und jetzt zeige ich euch mal, wie man bei SX vorgeht, weil wir haben nicht die Schieberegler wie bei dem Genos 1 und Genos 2. Wir haben aber natürlich den gleichen Mischpult, ja. Aber dieser Mischpult ist eben über diese Schieberegler nicht bedienbar. Auf die müssen die SX-Leute verzichten, aber nicht auf die Funktion und ebenso nicht auf diesen Mischpult. Der ist in voller Form vorhanden, eben digital hier, ja. So, und jetzt gehen wir wieder, wie gesagt, so vor, wie ich auch in dem Video vorgegangen bin. Das heißt, ich starte mit einem A-Moll-Akkord diese Einstellung.
und höre dieses Multipad hier. Ja? Jetzt gehe ich in meinen Hauptschirm rein, das heißt, bevor ich das mache, gehe ich auf den Mixer und der ist jetzt orange umkreist. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Wheel nach oben gehe, betrifft es diesen Regler, nicht diesen hier. Ja, das wäre von der linken Hand. Auf der linken Hand sitzt auch nochmal, guck mal, diesen New Atmosphere sitzt da drauf. Das ist auch so ein schwebender Pad-Sound, ja, und den ziehen wir auch noch mal nach oben. Und jetzt mal zum Spiel selber, dann habe ich hier diese Duduk, diese Desert Duduk, ja, das ist unser Basis-Sound. Und nochmal zur Erklärung, diese Desert Duduk, die sitzt hier in dem Soundspeicher drin. Guck mal, das Display geht auf Expansion und wir sehen hier unsere Sounds. Und wir haben hier 3 Pages von den Sounds, ja, guck mal, 3 Pages, ja, und da sind bestimmte Klangfarben drin, ja, und diese Klangfarben, die hier drin sind, die haben eben 65 Megabyte. Deshalb geht es auch so schnell. Also die ganze Genius World Software ist natürlich absolut optimiert auf Leistung und Größe. Das heißt, keine unnötig geschnittenen langen Samples, die zu nichts führen, die nichts bringen, ja. Und die ganzen Loopings und so weiter, die sind so berechnet, dass es gut klingt, aber trotzdem kein Speicherfresser ist, ja. So, und diese Desert Duduk, da spiele ich jetzt mal ein paar Phrasen damit, ja. Wir sind in A-Moll, also alles die weißen Tasten, einfach die weißen Tasten spielen. Und jetzt kommt was Besonderes und wir haben hier auch diese 2 Articulation Buttons wie an Genius 2, ja. Man sagt ja auch, das sei der kleine Bruder von Genius 2. Und wenn wir den betätigen, dann steht im Display Desert Duduk Fade. Das heißt, der Sound wandert zu dieser Desert Duduk Fade. Das heißt Fade, das heißt, die hat noch so ein kleines Ausschwingen, ja. Das ist so ein nasaler, typischer Klang von dieser Duduk, ja. Das zeige ich dann mal, wenn wir soweit sind. Wenn also dieses LED Blau leuchtet, dann ist der Sound ganz normal diese Desert Duduk. Und wenn ich den betätige und er wird praktisch orange, dann haben wir Desert Duduk Fade, dann haben wir diesen Sound aktiviert, ja, obwohl ja beide aktiviert sind, ja. Guck mal, ich stoppe mal noch mal meinen Sound im Hintergrund ab. Guck mal, wenn ich, das kann ich mal demonstrieren, wenn jemand mal da drauf geht und sagt, ich möchte mal die Desert Duduk Fade hören, ja, dann hört er nichts. Er hört nichts. Und dann sagt er natürlich, warum machen die sowas? Weil die haben hier diesen Sound rein und der ist aktiviert, aber man hört ihn nicht, ja. Und die Lautstärke, die steht sogar auf 127, ja. Das heißt, das wird erreicht über das Drücken dieses Buttons. Guck. Und jetzt wieder aus, ja. Und wenn beide an sind, ja, und jetzt mache ich, da hört man noch so ein Nachklingen, ja. Und das ist diese Desert Duduk, dieselbe Duduk, aber die hat noch so ein Fading drin, ja. So. Und der kommt auf einer zweiten Klangebene. Und das wird damit, es gibt ja noch viele Duduks mehr, ja. Aber dazu kommen wir auch noch. Wir starten eben jetzt und dann zeige ich mal, wie ich hier vorgehe. So, jetzt kommt Multipad 2. Dann kommt Multipad 3 dazu. So, und jetzt pass auf, Achtung. Bei starkem Druck macht diese Duduk auf der zweiten Ebene nochmal abgestoppt, diese Sache. Guck, normal gedrückt. Ist es ganz normal, diese Duduk. Bei starkem Druck macht sie diese Artikulation.
Also wir haben hier einen Multi-Articulation Sound, der auf der einen Seite mit Assign-Enable Buttons hier, diese belegbaren Artikulationsbuttons, umstellen kann auf die zweite Ebene. Und wir haben nochmal hier auf starkem Druck so Effekte drauf. Guck, ich zeige das mal auf dem Ton. Da macht er so einen ganz kurze Umspielung. Ja, genau, er macht einen Halbton, ja. Aber das kriegt man so nicht hin, ja. Die Duduk, wenn die Duduk das macht, dann klingt das natürlich viel, viel eleganter, weil wir haben Tasteninstrumente und das ist ein Blasinstrument, ja. Und wir haben hier zum Beispiel, wir schauen uns mal, was wir hier haben. Dieselbe Artikulation, hier haben wir, ja, hier haben wir eine wieder zwei Töne, die wieder neu angeblasen werden, ja, und hier haben wir eben ja diese Artikulation drauf und das können wir, das absolut überraschend, überall ist was anderes drauf und wenn wir zum Beispiel mal auf diese andere Duduk gehen, das ist auf dem Fünfer, ist die Duduk drauf, wenn ihr das wissen wollt, welche Belegungen da drauf sind, geht man auf den Taster B und wir gehen auf die 5 hier drauf und haben die Duduk Articulation 2. Das heißt, das ist wieder diese Desert Duduk und die Desert Duduk Variation 2. Was bedeutet das jetzt? Ja, wenn wir hier drücken, ja, dann steht im Display Desert Duduk Variation 2. Das heißt, alle Buttons sind jetzt hier beschriftet und sagen genau, was sie tun. Das heißt, guck mal, ich nehme jetzt diesen Ton, jetzt macht er wieder diesen, ja, den hier und beim Drücken, ja, macht er eine Einschwingung. Das heißt, er schwingt sich mit einem kleinen Slide zu dem E und bei der ersten Artikulation macht er das hier. Und das macht natürlich genau den Sound dieser Duduk aus. Wir schauen uns an, diesen Klang auf dem A oben. Ja, dieses leidenschaftliche Ziehen der Duduk. Und jetzt auf der Artikulation 2 macht er Folgendes. Ja, guck, und so steigen wir mal ein. Ja, wir machen wieder die Registrierung. Das heißt, wir können auch die Pads, die Multipads von Hand starten. Guck, wir haben den A-Moll-Akkord hier. So, und jetzt guck mal, jetzt gehe ich mal in den Mixer rein, gehe auf die Left Hand und ziehe den hoch. Guck, jetzt klingt es wieder anders. Dieser Left Hold ist schon eingestellt, das heißt, die linke Hand wird jetzt gehalten. Ja? Jetzt kommt dazu der hier, dann Nummer 3, und jetzt gehe ich auf den hier und ziehe den hoch und das ist der Style. Das heißt, der Style muss jetzt mit Synchro-Start gestartet werden. Dann gehen die LEDs kurz an, guck mal, das sieht man auch. Da bewegt sich da ab und zu mal was und jetzt ziehe ich den hoch. Jetzt wird es extrem mystisch. So, und jetzt geht's los. Jetzt haben wir auf der Registration 2 haben wir dieses Echo-Piano drauf, klingt auch sehr, sehr gut.
Ich zeige mal kurz, was ich da gespielt habe. Das sind, so, mal das zu starten, das sind einfach von einem A-Moll-Akkord, guck. Das sind die Töne vom A-Moll-Akkord, A, C und E. Und manchmal über die 9. Stufe, das heißt das H. So, und wenn man das schnell macht, klingt das Ganze so. Ja, und das mal zusammen, guck mal, man kann das auch, diese Multipads kann man hier mit Select vorselektieren, dann blinken die und jetzt kann man hier voll einsteigen. Wieder auf die Duduk. So, das war's mal für dieses Beispiel und dann bin ich in diesem Demo auf die Registrierung 2 gegangen. Mit dem ersten Registration wird die Registrierung gestartet und da haben wir diese Magic Duduk und Magic Duduk 2 drin, ja. Und die hat auch wieder einen ganz anderen Charakter. Habe ich einfach mit einem G-Moll-Akkord gestartet. Ja, da sitzt diese ganze Fläche schon in dem Style drin. Und guck, wenn wir eine Software machen, die das einfach benötigt, weil die Maschine intern das nicht hat, dann nehmen wir tatsächlich einen Style, dann bauen wir da einen Style dafür. Weil guck, manchmal entsteht die Frage, warum habt ihr bei der Software oder bei der Software keine Styles? Weil ja die Maschine schon wahnsinnig viele Styles hat und es überhaupt nicht nötig ist. Ja, dann nimmt man lieber irgendwie einen Sound mit rein oder eine Registration, die eben nicht intern drin ist. Jede Genius World Software hat Inhalte, die absolut weder ein Genius 1, Genius 2 oder eine SX900 oder 920 haben. Sonst wäre es ja unsinnig, eine Software zu bauen, die den Speicher wegnimmt und wir haben etwas drin, was wir sowieso von Haus aus schon in der Maschine haben. Das wäre völlig sinnlos, ja. Und deshalb machen wir nur Dinge rein und auch was diese James Last Software betrifft, ja, da sind deshalb keine Styles drin, weil es mit Styles sich niemals so gut umsetzen lässt wie mit den Playbacks, die wir da drin haben. Und es geht immer um den Klang, ja. Genius World legt Wert auf den absolut speziellen, professionellen Sound an diesen Maschinen. Ja, ihr wisst selber, wenn jemand nicht so versiert, kein versierter Spieler ist oder auch kein Studiomensch, kein Programmierer, kriegt er diese Maschine nicht so hin, dass sie so klingt wie jetzt in diesem Beispiel Voices of Desert. Das kriegt niemand hin ohne diese Mittel. Ja. Und auch wenn man interne Werkzeuge nimmt und da irgendwas probiert, es klingt nicht so, ja. Und das ist Sinn und Zweck, damit diese Software auch wirklich Sinn macht, ja. So, jetzt wieder eingestiegen mit dem G-Moll-Akkord und wir spielen diese Magic Duduk mal. Dass man kurz mal sieht, was ich gemacht habe. Ich habe gespielt einen G-Moll-Akkord, dann habe ich gespielt einen F-Dur-Akkord, ein S-Akkord, da habe ich noch die große siebte Stufe, das nennt man also S Major 7. Was steht im Display drin? Da steht S M7, großes M, also für Major 7, die große 7 heißt das, also nicht die kleine 7, das wäre der hier. Ja, das wäre Major 7. Und jetzt habe ich gespielt einen D7 Sus 4. Guck, D7 Sus 4. Und zwar Sus Suspend, also vorgehaltene 4 vor der 3, das ist der normale D-Akkord und dann die Septime dazu. Es verstärkt diesen Sound nochmal.
Ja, und dann wieder auf G-Moll. Und die G-Moll-Tonleiter ist die hier. Von G bis G mit dem B hier drin und dem Ton S. Und auf den Tönen könnt ihr spielen und dann klingt das fantastisch. Ja? Nochmal Synchro-Start und hier nochmal. Wenn ich möchte, dass die linke Hand zum Beispiel mit diesem Sound Hot Swell, ja, stehen bleibt, dann werde ich diesen Left Hold betätigen und den habe ich jetzt während dem Spiel etwas lauter gemacht. Übrigens die Lautstärken, das sind Vorschläge, wenn die Registration gestartet wird, sind das Vorschläge. Ihr könnt es aber jederzeit nachregeln und ausprobieren, was da für Klangfarben drauf sind und es speziell anpassen. Ja, das mache ich auch immer beim Spiel. Und in dem Demo möchte ich jetzt mal zeigen, ich mache den Left Hold mal aus, möchte ich mal zeigen, da bin ich hier auf das Multipad gegangen, hier aufs Multipad und dann bin ich auf Preset und da auf Word Percussion und da habe ich diese Türkisch Percussion gedrückt. Ja, guck, das mache ich jetzt mal. Und dann muss es natürlich dann sind die umgestellt, ja, guck, Türkisch Percussion in Multipad und jetzt ging es los, jetzt habe ich den gestartet hier. Dann die Lautstärke hoch. Und auf dem Registration 2, das sehen wir hier, haben wir die Oriental Strings und die spielen auch diese Tonleiter. So, guck mal, da nochmal was Gezeigtes. Nochmal, warum Arabic Strings Legato? Warum nehme ich keine Streicher in dem Gerät? Weil die eben nicht drin sind. Ja, jeder, der das hört, der sagt, genauso klingen arabische Streicher. Die haben eine andere Spielweise. Ja, wahrscheinlich sind es noch andere Modelle, ja, andere Bauart, ja, leichte Varianten und so weiter. Und dann hat es dieser Sound auch wieder auf der zweiten Ebene hatte dieses Heruntergleiten, ja, dass der praktisch so einen Pitch nach unten macht, wie so. Ja, los, wir kriegen das mit dem Pitchbender so nicht hin. Wenn ich drauf bleibe, ja, dann bleibt er liegen und beim starken Druck macht er diesen Pitch nach unten. Ja, so, und jetzt noch mal zu dem Style. Ich kann auch hier mal 2. So, jetzt spiele ich mit diesem Arabic String mal. Wenn ich diesen Ending betätige, der war jetzt noch nicht ganz zu Ende, wenn ich den betätige, dann läuft die ganze Sache aus und stoppt dann am Schluss. Ja? So, und dann stoppen auch die Multipads. Ja? Das wäre jetzt mal so die Vorgehensweise. Wir haben hier natürlich mit dem Banktaster hier nochmal die Möglichkeit, das alles mal
hören. Ja, was haben wir da für Instrumente drauf bei dieser Sass? Ja, die klingt auch sehr interessant. Ja. Und guck mal, da macht die Sass so einen Stopp rein. Ja, und zwar normal klingt die so. Und bei starkem Druck ja, und jetzt gehe ich auf den Articulation-Button. Ja, so, und da haben wir den Triller drauf. Und da steht dran Sass Trill, ja. So, das heißt, wir wissen immer sofort, wenn wir den drücken, wir wissen sofort, welche Artikulation kommt und stehen da nicht im Dunkeln. Und das kommt jetzt bei jeder Genius World Software, kommt das so raus, dass die beschriftet sind, ja. So, okay, und das wäre praktisch jetzt die Möglichkeit, da kann man die noch durchspielen, ja. Und wenn jemand sagt, ja, die Dudux, die sind ja wirklich klasse, ich möchte da mehr Dudux haben oder ich möchte einfach eine Übersicht über die Klangfarben, hier diese Magic Duduk 2 und so weiter, dann haben wir in der Playliste hier drin, zum Beispiel, ich gehe mal auf Day 4 in dieser Playliste und dann da haben wir diese Ethnic Desert Voice drin, ja, zum Beispiel. Da gehen wir hier drauf und jetzt muss ich mal schauen, was steht hier dran, welche Akkorde, G-Moll und G-Moll natürlich, C-Moll im Wechsel. Okay, alles klar. G-Moll und C-Moll im Wechsel. So, ja, da haben wir diese Ethnic Voice drin, ja. Guck, und jetzt zeige ich mal hier, was man da machen kann und wie man auch an diese Dudux oder an diese Artikulationen rankommt, ja. So, jetzt pass mal auf, jetzt mal hier, genau. Klingt absolut fantastisch. Und jetzt möchte ich mal von diesem Sound aus, möchte ich übrigens, wenn ich jetzt diese Ethnic Voice, ja, nochmal erneut starten möchte, ich habe ja zwischendrin mal diese Oriental Strings aufgerufen und dann möchte ich nicht die Nummer 1 nochmal drücken, weil wenn ich die erste Registration drücke, dann passiert das, da passiert Folgendes. Ich habe dann auf diesem Registration, habe ich dann praktisch die Startposition wieder drauf. Ja? Und dann sind bestimmte Einstellungen, die ich vielleicht da gemacht habe, Anpassungen, die sind dann weg, weil das immer das Start-Registration beinhaltet. Und wenn ich zurück zu dem Sound möchte, haben wir immer in den Registrierungen die Sounds nochmal mit drin. Also der Sound von dem Start-Registration, ja, der ist ja entscheidend. Ja? So. Genau, das sei dazu noch zu sagen. Und in der Playliste haben wir eben Desert
Articulations drin und da gehe ich mit Enter, wird es bestätigt. Und jetzt haben wir hier, wenn wir den B drücken, haben wir alle Artikulationen, die hier drin sind. Ja, das sind übrigens noch ein paar Beschriftungsfehler, wer das sieht, aber die Software ist jetzt noch nicht serienreif, aber in wenigen Stunden. Das heißt, wenn ihr das Video anschaut, ist die Software komplett fertig für SX. Ja, so, und da haben wir eben die Möglichkeit, guck, wenn wir hier drauf gehen, dann haben wir die Desert Duduk und die Desert Duduk Fade, die auch schon in der ersten Registration drin war. Und da haben wir eben immer die Articulations mit dabei. Das heißt, immer den Sound betätigen und dann haben wir Duduk Variation 2, da haben wir hier die Duduk Live 1 mit Articulation 2. Ja, also nochmal eine Variante und die Nummer 3. Guck mal, jetzt wird's hier ganz interessant und zwar 3 Duduks, 3 und die sind erreichbar. Die erste Duduk sitzt immer auf dem Ride 1. Ja, schön, dass diese SX-Serie, dass die jetzt hier, also diese Mittelklasse-Keyboards, dass die jetzt 3 Rides haben, also 3 Klangfarben gleichzeitig. Fantastisch. Da können wir das genauso machen wie bei Genus 1 und Genus 2. Guck, hier zum Beispiel. Und dann hier eine andere Artikulation drauf. Ja, und der dritte macht Folgendes. Ja. So, und jetzt mal mit dem Style zusammen mache ich mal zum Beispiel einen F-Moll-Akkord, ja. Sowas zum Beispiel. Wir können dann natürlich auch hier diese Duduk Live 2, ja, die macht dann Folgendes. Oder auf der Artikulation 2 macht sie dann auf dem F. Oder so könnte man zum Beispiel beginnen. Da könnte ich jetzt eine Stunde weiterspielen, weil das macht irgendwie unglaublich Spaß, diese ganze Sache. Und hier haben wir noch diese, ja, guck die Magic Duduk 2 drauf und da haben wir hier diese Sass. Ja, und die Streicher natürlich,
Die muss man natürlich in Oktaven spielen. Das heißt, die sind hier schon in Oktaven eingestellt. Moment. Ja, so. Das wäre es mal für die erste Präsentation. Da kann man natürlich noch viel mehr zeigen, aber das wäre mal für die Einführung für SX. Immer dran denken, 1 Minute und 4 Sekunden Ladezeit für diese Software. Ja? Und der ganze Umfang dieser Software, ja, ist genau exakt gleich wie Genos 1 und Genos 2, mit dem Unterschied, dass die Sounds nicht auf den Aftertouch reagieren, weil der hier nicht drin ist. Ja. Spielt aber keine so riesengroße Rolle, weil ich habe immer einen Fußschweller oder ein Volume-Pedal dran, ja, und zwar dieser FC7, ja. Ganz wichtig, weil sonst sind diese Sounds völlig tot. Also ihr braucht da unbedingt eine Volume-Kontrolle, weil das funktioniert anders wirklich nicht. Ja, deshalb sind auch die ganzen Registrationen und alles überhaupt so aktiviert, dass man noch Luft nach oben hat. Das heißt, wenn ich den Schweller betätige, manchmal klingt die Flöte, die haben ganz verschiedene Ausschwingphasen, und wenn die Ausschwingphase zu Ende ist, diese Release-Phase, wie man auch sagt, ja, dann sind die sehr leise, aber dann möchte man noch dieses Blasgeräusch, ja, dann ziehe ich den Schweller noch mal nach oben, den Fußschweller nach oben und gebe mehr Speed, ja, und dann hört man diese Luftgeräusche, diese Anblasgeräusche, und das gibt halt viel bessere Klangergebnisse und viel besser im Ergebnis. Und eine ganz steife Registration ohne Volume-Pedal oder sowas ist nicht möglich. Ja, absolut nicht möglich, weil dann würde man die Dynamik nicht hinkriegen. Immer dran denken, jedes Instrument vom Klavier bis zur Flöte hat Dynamik, ja, Streicher. Jeder hat verschiedene Spielweisen, wo er von Piano oder Pianissimo bis Forte, Fortissimo gehen kann und so weiter. Und alles andere ist absolut nicht empfehlenswert. Wir haben dafür FC7 Volume Pedal. Ja, okay, das war's zur Einführung in diese Software. Viel Spaß beim Ausprobieren mit dieser neuen Software. Und vielen Dank fürs Anschauen natürlich. SX920 und SX900 verfügbar.